Record Electric e Inverfin auspician. Hallo vriend, hier zijn we van de frasche rand Tumm Teré en Martin. Het is schijn dat je kan erbij zijn. Vandaag hebben we ons met het thema coaching uitgelezen, Männer coaching specifisch. En toen hebben we ons Ronald Zawotje aangelaten. Die merkt bij zijn Männer coaching met. En daar heeft ons dat alle handje wat hij ons vandaag door kan vertellen. Also welkom hier Ronald, schijn je erbij te hebben. Dankeschön. Ronald, kan je ons een klein beetje van die een beetje vertellen van wat... Die komt hier van Philadelphia, ja? Yep. Als familie, wat is voor arbeid? Ik ben van Philadelphia. Ik ben bevriend, heb een vrouw, Daniela, met 3 kinderen. We arbeiden in de gemeente met. En als die kunnen en ook andere areas, mannen arbeid. En hebben een bedrijf die voor elektro-installaties. Okay. En alles en zo wieder. En ja, ik heb veel vragen gehad aan mijn leven en zo wieder. En daar zie ik dan op dat thema gekomen. Ja, sehr gerne. Du da ja von der Rede, also blieb zu mir, wir gehen einmal von der Karte Pause und Fuß war der hier zum Teré und Martin. Record Electric te ofrece soluciones de vanguardia en el tratamiento de aire comprimido, compresores a pistón y a tornillo de la marca Atlas Copco. Duran más y te acompañan por mucho tiempo en el trabajo. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Te esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Mueblería Paraíso, para construir y amueblar la casa de punta a punta. Muebles rústicos y finos para la cocina, el comedor, para la oficina y la habitación, para la sala y para el campo. Cepos, balancines, maderas para corral, construcción de casas prefabricadas de madera e isopanel, como también puertas, ventanas y cielo raso. Mueblería Paraíso, fabrica y vende en Loma Plata, sobre Avenida Central. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Schön, dass du dabei bist. Hier sind wir drei Tumm Teré und Martin. Von der haben wir uns einen schönen Teré hier abgestellt und weil wir das Thema Coaching reden. Coaching, was als Männer Coaching spezifisch ist, als ein Thema von der Ronald. Erklär uns mal, was als Coaching eigentlich? Ja, Coaching ist een leider. Dat je mentoring en coaching. Mentoring ist mehr, dass man beleidt. Waar man Hilfe braucht und so wieder, also im privaten Bereich, denke ich mal. Und Coaching ist mehr im Professionellen, wo Menschen dort appelliert haben und wo die, wenn der Coachie, was der Klient ist, Fragen hat, dass die dann dort reden. Und wenn der Coach nimmt dann die Frage und führt mit dem Coachie nur eine Lösung. Also der Coach hat nicht die Lösung parat, sondern der hat man meistens selbst. Okay. Aber man braucht Folgen, wie man so sehr am Schwung ist mit Arbeiten, mit Denken, mit alles Mögliche, braucht man jemanden, der einem anleitet, um die Lösung zu kommen. So das ist ungefähr die Definition von
Okay, Coaching, man kann sagen, Coaching ist Dollar für die Arbeit, auch für sich Mentoring Dollar für eine Person, also für meine Persönlichkeit oder. Du kannst Coaching für Arbeit, du kannst Coaching für jemanden Arbeit oder auch wo du mit wichtigen Fragen die beschäftigst. Auch mit zum Beispiel, wenn du eine Person bist, die eine Führungsposition ist, in diesem Leben du hast nu meist alles nicht geschafft, so, dann kannst du da auch an Informationen ankommen, die du brauchst, um weiterzukommen. Ja? Kann man aber eigentlich sagen, dass Coaching und Mentoring sich auf verschiedensten Ebenen ein bisschen überschneiden, überschneiden? Ja, das sind, die haben sehr viel Ähnlichkeit und die überschneiden sich auch. Ja? Okay. So, aber Coaching ist meistens mehr am professionellen, man sagen, vom beruflichen her. Okay, ja. Coach ist das beruflich. Sehr klar, von Mentoring haben Menschen vielleicht auch ein bisschen mehr gehört. Ja, hast vielleicht auch mal Quatschen gehört, da habe ich hier auch einmal darüber geredet, aber Coaching vielleicht noch nicht sehr schön. Ja, verschiedenste Coaches haben das hier vielleicht auch, aber das ist hier noch nicht so bekannt, nicht? Ne? No, da sind Coaches sind ein paar hier. Ich weiß nicht, wo das mit Ausbildung und so wieder ist, aber das sind mehrere, die damit arbeiten. Und ich habe mich dann mit einem Coach getan, oder was mich coacht, das ist in Deutschland einer. So, ich befinde mich damit sehr gut. Und ich würde gleich hier bereit sein, auch mit wem zu coachen, was von hier ist. Ja? Aber einfach am breiten Horizont haben. Also sind Coaching als dort, will man sagen, begrenzt auf die Ebene, wo einer selbst mit arbeitet. Das ist du zum Beispiel die beste Elektricist und das, was die Männer arbeiten, so wieder, dass du mehr in dem Bereich kannst coachen oder riecht das auch in andere Bereiche an? Das riecht in alle Bereiche an. Aha. Also du kannst, in Wirklichkeit ist es klar, dass ich sehe, der Coach weiß nicht alles. Ja. Aber die Informationen, die er von dem Klient mitnimmt, kann die Frage stellen und dem Klient durchführen. Das ist die Frage, dass er selbst auf die Idee kommt, wat hij naar zijn Ziel komt. Ja. Dat is niet, wie so ein Coach würde alle Lesungen haben, dann würde er alle Berufe lernen, alles und das jetzt nicht. Ja. So deswegen hat er eine Frage stellen und dem langsam ein Vieren von dem Klienten nur die Lesung. Okay. Und das kannst du in alle Bereiche kommen dann. Aha. Und warum würde es so wichtig sein, dass man Coaching kriegt? Um persönlich wiederzukommen, einen breiteren Horizont zu haben, weil man vorhin denkt, man weiß vielleicht alles, oder man hat sehr vorhin, jetzt mich auch so, ich denke vorhin, ich kann mich selbst helfen. Aber dann komme ich an Punkte an, wo ich die Lesungen nicht weiß. Oder ich weiß nicht, wie ich das anpacken soll. Und da hat mich das sehr, dass ich mir so eine Meinung, eine professionelle Meinung einholen kann, um Sachen besser zu überdenken, für zu planen und das für zu können. Wenn wir mal unsere Vergangenheit anschauen, dann ist man nie, wo ich nicht sage, wir haben das all lange eigentlich geredet, ja, da war uns nicht offiziell, ich es nicht so sein, aber kann es sein, dass wir vielleicht ein bisschen unoffiziell doch ziemlich aufhängig sind davon? Ganz bestimmt. Da wird wahrscheinlich auch Befehle an die Geschichten, so wie auch das Mentoring, hat man nicht so genannt, ja? Ja. Aber man hat Rot gefragt, man hat sich beruhigen lassen und das kann da hinkommen. Ja. Also, das hat Ähnlichkeit damit. Ja. Und das Coaching ist eigentlich relativ nähert, auch vom Begriff her. Und deswegen glaube ich, schreit das viele Menschen auch auf. Die sagen, ich brauche das nicht, das wird nicht, ich kann da ohne. Aber man kann das auch. Aber wenn man wirklich weitsichtig will wiederkommen, ist wichtig, dass man was sieht, wo man an Informationen ankommt, die einem führen, zu den Lesungen zu kommen, wo man hinkommen will. Ja. Mir persönlich hängt das auch so vom christlichen Glauben her. Ich habe einen christlichen Coach. So, dann kann ich mit ihm der Sache reden, vom Glauben her. Und ich weiß dann auch in biblischer Sicht und so wieder, wo ich da hinkomme, wo Gott mich haben will. Ja. Das ist immer important. Ich glaube, das ist ganz besonders wichtig sein, wie diesen Zeit, wenn wir uns mal so
bitte Jahre, was vergangen sind, und ich hätte deine Geschichte und ich hätte deine, wie weit ich auch, die was al bei mehr als 20 Jahre habe, die wollte, dass das 15 Jahre drei all anders wird, ja, aber noch viel Dollar 30 Jahre drei, 50 Jahre drei, wie die ganze Gesellschaft anders. Wir hatten viel mehr Kontakt einer mit dem anderen. Ja. Die Familie die verbrachte mehr Zeit. Und der Papa, der hat meist einmal mit mehr Zeit in der jungen Streichwiese, wo das verlängern konnte. Ja. Von der Tag, irgendwie hat sich unsere ganze Gesellschaft so einem Individualismus gedreht. Ja. Wir sind so individualistisch, jeder einer für sich selbst, jeder einer mit seinen Fällen. Und ich glaube, durch haben wir noch viel Dollar an Frauen. Nicht? Ja. Deswegen ist das vielleicht auch irgendwie ein offizieller Termin, om man sagen geworden, ja, de laatste jaren stel ik me zo ver, ja. Aber inoffiziell haft je dat niet lang, maar deze idee gegeven. En wat heeft die persoonlijk doet beweegt dat u aan coaching deelneemt? Dat u dat gezegd hast? Persönlich, ich sagte auch lang, nur jemanden, der mich beraten kann. Eine Betriebsführung, aber auch an mein persönliches Leben. Ich habe sehr vaak een Frage gehad, wo mag ich wat? Ook aan een gemeentearbeit en zo wieder. En habe auch viel gefragt, mit vielen Menschen geredet. Und was mich hier einfach auch halb wie te zeggen, wo kann ich jemanden finden, dem ich vertrauen kann und mit dem ich die Sache durchreden kann. Und hier wird mir das ist eine Geschichte, einfach eine interessante, wo ich auf diesen Coach gekommen bin. Die Geschichte war uns eine kurze Pause an Harke, also blieb dabei, wir sind Fuß vor der Treppe hier Tumm Teré, Mathe. Donde hay energía, están los grupos generadores RESA de Record Electric para su hogar, negocio o industria. Garantía y respaldo técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. TIT tiene más de 14 años de experiencia en la construcción de tinglados y techos de alta calidad y complejidad. Si piensa en construir un tinglado o necesita un techo para su casa, TIT es la mejor opción porque TIT brinda el servicio y trabajo de calidad que necesitan tus inversiones. Además ofrece paneles termoacústicos para el techo y pared. Contáctenos al 0981 20 22 21 TIT. En Loma Plata. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Hier zijn we drie Tumm Teré Mathe en we gaan eenmaal denk je helpen, want die een huishoudgerät door het huisbrukken is, wat van hoge kwaliteit is, dan heeft Becker de lösing voor die. Die hebben huishoudgeräten van hoe die alleween ganz van de hoogste, beste technologie aanwenden en Becker dat vingst u bij Inverfin. So Ronald, die verder Pause. Deutschland ist ja ein bisschen abtragen. Da hat eine interessante Geschichte, sagst du, hängen sich, wie du zu den Coach gekommen bist. Vertell uns mal, wie das gekommen ist. Ja, ich war an einer Bibliothek. Wir sind als Familie lesen wir viel und fahren viel in Bibliotheken, bisschen liegen, schreiben und so weiter. Und ich schicke immer nur ein bisschen für Männer. Schreibe mir dann, lese dann an. Und dann fand ich ein Buch, was mir die Attention jammert, da muss ich sagen, ich war aufmerksam darauf, und das ist von Dirk Schröder. Das ist das Buch Riskante Sehnsucht. Das ist ein Buch, was Dirk geschrieben hat. Er ist Männercoach, schafft meist mit Männern, oder bloß mit Männern. Und ich habe mir das Buch erstmal unterstanden.
en heb dat dan nog gekauft, das gelesen. En mij helpt dat om te zijn zicht van de mannenarbeid. Okay. En ook van Männercoaching. Daarbij heb ik dan de ervaring gemaakt, ik ging in zijn website nemen, zegt dat hij coachings aanbiedt en ook we zijn geschikt en alles. En dat interesseert mij. Aha. En als ik dat dan door daar kwam, had ik zo'n aangeschreven, vroeg hem of hij interesse had. Hij had een klein boek dat me zeer geval, een e-book. Heb dat dan voor mij afgeladen. En dan vroeg ik hem of ik dat wat uitdrukken deed met zijn urheberrecht, vielleicht am tolle zal, en om dat hier te verdelen. En hij freut zich en we zijn dan dus in contact gekomen en hij zei te mij, du darfst dat zoveel mogelijk kopiëren als du willst. Dat moet onder die Männer, zegt hij. En dat heb ik dan ook uitdrukken laten en al zo verschonken. En dan vangen we aan met een beetje te draaien met ons, ik vang dan wat te draaien met ons coaching. Hij heeft een beroepingscoaching, dat is waar man mooit wat wil ik in mijn eerste tijd, wat zijn mijn dromen, wat zijn mijn visioenen en waar kom ik toe aan. En daar hebben we dan, het is lang gewacht, lang gerekend, wens dat we die. En we hebben dan een batratstem gemaakt, over Skype. En hebben veel daarover reden kunnen, om te zeggen dat je daarom wil, als mijn geschicht, wil weer mijn ouderen, wil weer hobby's van delen, mijn grootouderen, mijn ouderen en ook van mij. Daar wordt dat ganz eenmaal desje arbeid en wat klaar zijn moet beim coaching, wer zich coachen laat, moet aan zich nentje. Also dat is zeer wichtig, dat man zich channeliert en dat man mooit, wo will ich hin, aber wo ist meine Herkunft her? Was sind meine Schwächen, was sind meine Stärken? Das hilft mir einfach auch sehr, seine, wo will ich hin? Was sind meine Träume? Und wir können dort durchgehen, und das wir in 6 Stunden, 2x3 Stunden. Hat das durchgehen, ich kann Lebenslügen, die mein Leben sehr erfolgreich auch beeinflusst haben, die mich beschränkt haben. Opleiden en die met goede wieder erzaten. Dat is een experientie die we zeer vaak niet maken willen, wie ze typen. Ja, dus als Lebenslügen, wat würde ein Beispiel sein von Lebenslügen? Eine Lebenslüge zum Beispiel ist, ich sehe nicht gut genug, dass ich vielleicht mir Geschmack ins Haus bin. Oder ein fahrendes Auto fahre oder so eine Sache. Ja? Oder ich sehe nicht gebildet genug. Oder dat zijn zaken die de vriend ons aangeeft en die ons begrenzen. Du merkst, het wordt dan zijn wat je dus zegt, wanneer je de waarheid gaat, de waarheid wat je in vrij zegt. Así mismo. En die ervaring durf ik maken, dat wil ik niemals vergeten. Ja? Dat we zo'n bevrijdende situatie. En dan zijn we door deze gegaan, we kunnen en erstmal wat het al abgearbeitet. Je checkt, wo sind Stärken, Schwächen, Visionen, Träume. Und wenn man dort ist all das schafft, kommt man nur die Action Steps. Einfach wo man auch sagt, in so viel Zeit will ich dort und dort erreichen. Das schafft man ab und sagt, das wird nicht getan und das hat man dann. Ja? Und das ist auch für mich wird schwierig, ich bin ein Freiheitstyp. Also mit einfach auch daran zu beginnen, dort zu doen. Aber das ist doch, man muss lernen, damit umzugehen und dort auch wirklich zu doen, wenn es falsch ist. Ja. Und ja, ich habe sehr positive Erfahrungen mit dem Coaching und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. So, schön. Was sind deine Ziele, die du dann gestaltet hast? Meine Ziele sind mit dem Coaching, meinst du? Ja, okay. Meine Ziele mit dem Coaching sind, mich besser zu lernen. Zu checken, wo habe ich Stärken, Schwächen, die ich bevielen muss, darf, kann. Und aber auch, wo ich lernen kann, mit Menschen umzugehen. Ich habe einen Betrieb und der ist mir viel wert. Auch die Zusammenarbeit mit jedem Mitarbeiter, mit den Kunden. Dat ik daar ook weet, wo gehe ich mit jedem Einzelnen an. Und dass ich mich nicht an kleine Sachen abhänge, sondern dass ich mich an dort
fast heel wat wesentlich ist in meine Stellung halt, ja. Aha. Der erwähnt sich, dass die das geholfen hat, auch wirklich den Traum und die Sache, wo du noch streben, dass man die Klotte stellen, ja, was das eigentlich sind. Kann das sein, dass wir fehlen, also Menschen haben, was überhaupt nicht wirklich weiter, was die mochten im Leben, wo die eigentlich haben mochten? Ich glaube, sehr viele haben hier zu träumen. Und wann wir, man kann das Träumen in zwei Extreme sein. Ja? Eins ist träumen und doch nicht studieren. Das andere Extrem wird, aber dann positiv wird sein, träumen und tschetje kann ich das tun, also realisierbar. Und wie viel Zeit kriege ich das an? Und so durch Coaching kriegt man uns zu helfen, das zu tappen, was erst nicht ähnlich ans Traum. Und diese Lebenslügen, die uns aufhalten, von unseren Traum wirklich daran zu glauben und den zu streben, dem zu leben. Ja. Ganz genau. Da uns sieht. Interessant. Ist das eine Sache, die du setzt, dass es mehr Möglichkeit für ihr schaffen, oder ist das für eine Person? Das vor allem. Ja. Ich würde sagen, dass es für jeden Sinn auch sein Privatleben. Weil es sehr Folgen sind, wie haben wir auch im Privatleben Limitierungen, wo wir uns limitieren selbst. Und da ist sehr wichtig, dass wir visionär was sind unsere Träume für die Zukunft, auch für die Familie, für mein eigenes Leben. Was würde ich nochmal reisen wollen, was will ich, und dann einfach auch, dass man darauf arbeitet und sagt, das will ich erreichen und darauf schaffe ich das wieder. Ja. Erste Sache, um das zu haben, was ein Zeit, was Monate, was Jahre, oder das ist ein lebenslanger Prozess? Das ist ein lebenslanger Prozess. Also das Coachen kann man in gewisse Zeiten, Berufungscoaching zum Beispiel erst einmal. Ja. Dann hast du das klar und du hältst dich dran. Ja? Dann kommt Einzelcoaching. Das ist einfach, wo man sagt, ich will einmal im Monat, ich will einmal die Woche, ich will einmal in 2 Monaten, ich will einmal im Jahr. Wo man dann Sachen durchgeht. Mir hat das sehr viel, wenn ich das mit Dirk mag, dass ich, wenn ich schwierige Fragen habe, dass ich mit denen nur angehe. Wir machen das dann auch, per Skype. Habe eine Zeit aufgeregt, fertig, weil den Terminkalender ist auch meistens voll. Und morgen rede dann die Sache durch. Und das hat mir sehr eine andere Sichtweise darüber zu kriegen. Über die Sache, was ich irgendwo geklärt habe. Ja. Und das Geld ist, er sagt mir nicht fair. Er fragt mich, er gibt mir Ideen und ich finde die Lösung selbst. Okay. Das hat uns Folgen sehr viel, dass wir uns sehr Folgen, weil wir dem Rot von anderen nicht annehmen. Ja. Und in diesem Fall, ich habe mich selbst. Haben Sie selbst dem Rot gegeben? Ah, ziemlich mal. Ja, für meine Idee. Der Schmiede sein in der Fall, ja. Ist das erst wieder, oder nicht so sehr schwerfällt, als das denn, was der andere sagt, was wir dann sagen, ja. Da kratzt er ein bisschen, das kriegt echt, wir haben ja eigentlich selbst ziemlich klar, ja, oder dann lang gehen, was wir deine kennen, was wir deine sollen, und so, und dann die andere vielleicht haben, sagt, du, das ist vielleicht mal so das tun, ja, kratzt das mit, aber es ist interessant, wenn die dort Hand kriegen, ja. Das macht auch, ich stelle mir so viel mal auch gelehrt, ja. Dass Menschen durch Hand kriegen, dass die das selbst den Rot selbst sehen. Und aber ich sage, dass in der Gemeinde ähnlich kriegt, ja, wie, man kann von Ferien vom Pulpit kann man all ein bisschen einfacher Menschen, was man sagt, direkt sein, aber sei denn, dass man präsent privat angesagt angesagt. Du kannst nicht alles sagen, was ich hier kann sagen. Ja, das ist dann schockiert und sehr interessant. Ich glaube auch viel von uns zu lernen. Wir gehen dann einmal von der Karte Pause und dann sagen wir kurz, was das hier mit dem Thema von Coaching, also believe to be. Que la tecnología se adapte a tus necesidades. Record Electric te ofrece los sistemas de automatización y accionamiento WEC, ideales para aumentar su producción en la industria y para la seguridad en sus instalaciones del hogar. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le inspiramos en nuestra sucursal de Filadelfia o en nuestra casa central de Asunción. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos.
Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Hier zijn we 3 Tumm Teré en Martin erscheinen dan hier. Van der met Ronald, oder Timer Coaching. En vielleicht stellt sie dir die Frage, naja, aber wenn ich nicht mal so hier anfangen würde, weiß ich nicht, was meine Frau darüber sagen oder was die Familie darüber denkt oder so wieder. Ich sehe, da haben wir Menschen, ja, ich kann nicht allein, ja, ich sehe den Mann ist. Ronald, wer ist das bei dir? Ja, was hat deine Frau darauf reagiert oder hat die Familie darauf reagiert? Meine Familie hat sehr positiv darauf reagiert. Wist je weten dat ik veel herausforderungen annehme en ook hier mag. En als we dan darüber reden en dat zum Thema kommt, hat meine Frau das Fuß angestellt, ganz voll. En sie hat auch, wir haben langsam eine Beziehung abgebaut, auch für das Ehepaar. Wann ich irgendwann Klock 9 oder Klock 11 en Stunden go en mijn Skype reden mag, zijn je staat mij vol. En dat ken je ook. So, ich finde das einfach super. Für uns als Familie ist das eine sehr gute Erfahrung. Und die kann ich bloß empfehlen. Das ist, die Früh hat auch was davon. Ja. Wenn der Mann ein Coaching macht und berot wird, dann hat sie einen großen Nutzen davon. Weil der Mann berot ist und auch Sachen anders sieht, als hij vielleicht wat anders verder zijn hebben. Ter ușor dat de früher der Mann hat met een Städte doen, want die ja, dat en ook dat de früher ook coaching mogen. De Möglichkeit is dat je heeft unbedingt ook früher de coacher. Ik weet, Dirk zijn je früh mag dat ook. Ze is ook coach, aber hier sind bestimmt auch viele Personen, aber wenn sie das dann nicht Coaching nennen wollen, dann können sie Mentoring oder Begleitung. Ich glaube, dort kriegt je also den Terminal, als je nicht das Wichtige doet, sondern das Konzept von sich mit Personen treffen, was vielleicht all verschiedenste Situationen durchgegangen sind, was wir noch nicht durchgegangen sind, was alle Ripa sind in ihre Erfahrungen. Von denen zu lernen. Ja. Ich meine, das ist ja ein ganz biblisches Konzept. Ich glaube, was ich das sage, das ist sowieso, ich glaube, ziemlich typisch bei der neuen Generation, die junge Generation, irgendwie sagen wir sehr unabhängig. Ja. Wir sind die älteren Menschen als die Ältertjes an, ja. Ich glaube, das ist ganz falsch. Ich glaube, check ich mit der älteren Generation an und ich sage, die haben so viel zu geben, ja. Die haben so viel Erfahrung, wie das geben. Also du hast einen guten Coach, dort wie in Deutschland, vielleicht denkst du, naja, aber das ist ja für mich unmöglich, ja. Wir brauchen nicht so weit gehen, nicht. Wir haben viele potenzielle Coaches hier in unserem Land. Vielleicht sind das so, aber das selbst nicht mal weiter nicht, ja. Das selbst nicht mal so, dass sie fähig sind, ein Coach zu sein. Und ich würde uns wirklich merken, also für die Jahre, durch all diese Erfahrungen durchgegangen sind, was seine denn, würde junge Menschen das können besser merken, dass sie die Möglichkeit sehen, die Personen sehen, wo sie das können wiedergeben. Und für die Jahre, was wir noch jünger sind, was ich kann ein bisschen Coaching brauchen, dass wir uns ein klein bisschen dem mit denen uns ein bisschen den Kopf ein bisschen leer halten und den Nesen ein bisschen raufbringen. Ja. Und uns Menschen sehen, die dann was Erfahrung haben, einfach den Frau. Das bedeutet nicht, dass das nicht mal eine Person sein, wo man die einmal offiziell die Treffer ist, aber ich glaube, das sei ja gut. Ich glaube, das wird Ronald auch das. Ich glaube, das hat uns diszipliniert zu bleiben. Ja. Das ich habe jetzt so sehr leicht mit vernachlässigen, nicht so? Und der Coach Chanti, oder der Person Chanti. Genau. Wenn du anspringst bei verschiedenen Menschen, dann hast du Chance gegeben, ja. Assim mesmo. Ja. So, du fandest das wichtig, dass wenn die Person, ich habe da war das auf Beziehungsebene, was wir so verloren haben. Ja. Und was da wichtig wird sein, glaube ich, ist, dass man das auch an Einzelpersonen macht. Also, dat je hebt creagruppen, dat is zeer schön. En ik glaube, die zullen bloß fördern. Dat aber auch am Geistlichen, an die Gemeinde, an die Arbeit, wo das auch eine schöne Sache ist.
En dat mentoring en coaching betreft je zich op een persoon, meestens. Ja? Dat man door op Augenhöhe reden kan en te Lösungen kommen. Wenn das nur eine Gruppe ist super, ist sehr gut, aber in diesem Einzelgespräch kann man viel Knackpunkte finden, wo man sich Fokken abhängt, da wo man nicht weiß. Ganz genau, und wenn das in einer Gruppe passiert, dann werden die Firken Sachen einfach auch vernachlässigt. Ganz besonders, die sind ja dann meist einmal so eine Mann, die mit mir redet, die haben dann nicht den Titel für sich, und die dann nicht so schön reden, die sind an euer Stahl. Ja. Ich weiß das von mir, die, was die Tätchen, die denken, vielleicht der redet einmal sehr viel, aber das ist nicht so. Und ich eine Gruppe Menschen sind, dann sehe ich meist, aber die wird mit meiner Tierharche, der das redet. Ja. Und, dann worden ook Fokken Themen generalisiert. Wenn man nu einzeln ist, kann man das viel besser auf den Punkt bringen. Das ist spezifisch auf der Person dann aufgerecht. Total. So wir können ans Freund, was uns hier tätig hat, sagt, vielleicht würde ihr mal bis so her teilnehmen, was kann der für Stopp nehmen, wer kann der sich mit so her, wer kann der mit Coaching anfangen? Wichtig ist, einen Coach zu finden. Wenn jemand über mich mit Dirk soll in Kontakt kommen will, oder selbst, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich will nicht bloß für Dirk Propaganda machen, mir dass man Coaches sieht, oder dass manche Menschen, ich kann einer sein. Mir interessiert das. Und ich glaube, da ist wichtig, dat ze vielleicht mit wem proeven, dat ze zich dat met wem leren. Dat je heeft ook veel, im Internet ook veel Kurse darüber. En ook coaches wat zich aanbieden, waar man dat per Skype maken wil. Einfach, dat man dem Wert zit van coaching en dat man mooit, ik moet met wem zitten, met dem ik reden moet. En dort komt man wieder, ja. Okay, wo kann man so ein bisschen noch checken? Was würde so ein bisschen Richtlinien sein und was für ein Coach man sieht wird? In diesem Fall würde ich das empfehlen, dass man, ob man das nicht auf Geschäftsebene oder auf Privatheit, ich weiß nicht, ob man so sagen soll, auf Coach checken, ob man dann vielleicht lieber soll checken, auf Personen, die Erfahrung in dem Bereich haben. En zich door leiden laten. Ja? Maar man kan jeden ook mentoring met personen maken, waar man met ramhars, maar wat alweer vinden weer met mentoring schafft. Ook vielleicht ook met coaching. Mir wird wichtig sein, einfach auch, wenn irgendwer eine Information braucht oder Fragen will, der kann sich jeden bei mir melden und wir sehen eine Lösung. Das gibt immer Lösungen. Für meist alles. Und ich glaube, in diesem Fall, wenn jemand Hilfe sieht, dann wird er auch finden. Also man kann sich auch bei dir melden? Ja, das ist überhaupt. Lässt du auch Coaching anbieten offiziell? Nein, negativ. Ich sehe noch nicht recht, ich versuche dann mal selbst Coach zu werden. Und was zu finden. Aber ich kann mir das vorstellen, dass das vielleicht irgendwann, dass ich ein Studium mache dort, eine kleine Kurse oder was immer, um das anbieten zu können. Ja? Schenken nur mir auf jeden Fall. Ja, würde interessant sein, ich glaube, wenn wir hier in unserem Netz auch mehr so eine Option ist haben. Ja. Das ist mir noch, ja. Das ist ja. Und das ist auch, ich glaube, sehr schön ein Gelähn hat, was man hat über Internet. Persönlich kriege ich auch mein Coaching oder Mentoring, eigentlich Dollar Mentoring, weil ich kriege über per Internet Sendungen von Personen, die ich kann, ja. Aber das erst dann eben, wenn man auf der Distanz ist, das ist doch ein bisschen anders, ja. Das ist ein bisschen anders, als wenn man sich von einem Person Handseite, Tippseite, das ist meistens ein bisschen persönlicher, aber das ist eine sehr gute Alternative, das ist dort über Internet. Ja, ich glaube, eine Sache, wo wir auch wirklich sollen, auch für beten. Einfach darum beten, dass wir in unserer Gesellschaft mehr Coaches haben, dass wir persönlich auch die Coaches waren, weil wir uns immer so miteinander denken, Jesus sagt uns, wir sollen rückkommen, wir sollen Tijenia machen. En wenn ich höre mir die an und ich höre Jesus an, was er sagt, ich glaube, das ist so ja dort, ja. Wir machen Tijenia, wir lernen
dort hält. Also ans Lebensstil, unsere Disziplin im Leben so wieder. Die sollen sich mal dort ablehnen, was Jesus getan hat. Jesus soll uns persönlicher Coach sein, aber wir brauchen Menschen, die uns helfen können. Ja, was den Wahrheit gegangen sind, ja, was dem Stich gegangen sind, was sie von Jesus Coach gelassen hat. En we brauchen das alle. Wir haben hier noch einen Block mehr, du machst noch ein klein bisschen wieder auf den Timer angehen, also bleib dabei. Wir gehen einmal von der Karte Pause, sind für 2 oder 3. Que la tecnología se adapte a tus necesidades. Record Electric te ofrece los sistemas de automatización y accionamiento WEC, ideales para aumentar su producción en la industria y para la seguridad en sus instalaciones del hogar. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le inspiramos en nuestra sucursal de Filadelfia o en nuestra casa central de Asunción. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Hier zijn we 3, Tumm Teré en Martin, nog eenmaal een Runde über das Thema Coaching. Und all verschiedenste interessante Sachen, die wir uns hier von der angehört haben, und dann sind wir angepörgert haben, haben wir gesagt, ja, ich glaube, vielleicht hoffentlich auch reich hier mal ein Mädchen merkt, Coaching zu sehen und persönliches Leben, Coaching zu kriegen und auch für die Jahre, die all wieder entlang sind, vielleicht ook dit einfach handarbeiten, ja. Seht ihr sich selbst dabei zu merken, um andere Menschen zu helfen. Ich glaube, wir haben ja sehr viel Kenntnis und weil du bist nicht fertig, wenn wir das wiedergeben können. Ja. Und so wird auch wichtig sein, wenn uns ein Coach seht, der uns helfen, das nu wiederzubringen. Ja, andere Menschen helfen damit. Ich glaube, Gott gibt uns die Gabe und gibt uns Kenntnis nicht, dass wir plötzlich keine von uns brauchen, sondern so ist Jesus selbst sagt, haben wir auf diese Welt gekommen, um zu dienen, nicht um die Dein zu sein. Das ist auch unsere Abgabe. Ich glaube, der Abgabe bleibt, was wir hier verloren haben. Und solange wir noch hier sind, haben wir ein Zweitchen. Auch du, was du glaubst, dass ich ein bisschen alt für die Sache. Ich glaube, gerade die Jahre, die haben all viel Erfahrung. Und die sollen sich noch ein bisschen hinsetzen und sagen, wir können nu andere Menschen helpen met dit. Ja. Also, rond het thema coaching, bedingungen. Wat heeft het eigenlijk voor bedingungen om dat man kan deel worden van zijn coaching? Een hoofdbeding wat ik wil zeggen is zelfbewustzijn te willen en wijsheid en dat te weten en sich vormen te laten. Okay. Wanneer we dan zeggen, oké, ik wil maar dem coach vielleicht maar de helft zijn van dat wat werkelijk is, dan is dat wat dat de resultaat ook maar dan zijn. Maar wanneer we ons niet opmaken en zeggen, ik heb dit probleem en ik wil dat aanzetten, ik wil met dat, kom ik naar die, ik wil dat u mij helpt een lösung dafür te vinden. En wanneer we dan ganz op de grond komen, dan kunnen we eine Lösung finden. Aber wenn wir die Sache danach Sachen verheimlichen und sagen, das vielleicht helfen oder noch verschönern oder so wieder, dann kommt man nicht an dem Resultat, wo man ankommen will. Dann wird man den Teil Spaß gehen. Ja. Aber das, was ich hier sage, einfach mal, weiß nicht, vielleicht hast du eine Person, die uns an die anhört, die sagt vielleicht, no, meine Sache kann ich aber nicht ins vertellen. Dat jetzt eigenlijk heb ik ook nog bij deze video. Wat moest je zijn zeggen? Ziet die persoon die je vertrouwt en leed met die. En dat kan ook een seelsorgegespräch zijn, dat moet je zeggen wat het probleem is, of met wat man kämpft. En da wordt einfach wichtig zijn dat die persoon zich jemanden ziet, die met der op Augenhöhe
die proeven kan. En wat läuft du, wir kommen zu seiner Person kommen, willst du, in meiner Erfahrung sind das meist immer kriegt diese Person, die nicht glauben, sie kann, also ich kann keinen Menschen nicht vertrauen. Ja, da ich denke, so eine Person, der wird mal lernen, sich aufzumachen. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber meiner Meinung nach wird so eine Person, das hilft immer Menschen, mit denen man sich in Kontakt setzen kann, wenn man den nicht kennt. Bei uns in der Gesellschaft hier, kennt Bild wer wem anderen. Und da wird man doch all an wem ankommen, dem man wirklich vertrauen kann. Wichtig ist bloß eine Beziehung mal abzubauen. Zu sein, kann ich der Person vertrauen oder kann ich das nicht? Da noch wird man dann einfach sein, wenn man die Beziehung abgebaut hat, auf die, dass die passende Person ist. Ja. Verstehe ich. Du redest hier schon von, dass die Kosten ziemlich hoch wird. Was kann man erwarten, wenn man so ein offizielles Coaching, muss man sagen? Naja, die europäischen Coaches, die haben einen ganz anderen Preisstandard, als wir hier haben, als wir hier gewohnt sind. In dem Fall, ich habe 1500 Euro gezahlt, das wäre viel Geld, aber das wäre mir das wert. Einfach, dass meine Zukunft, dass ich die regeln kann und auch meine Ziele und Visionen setzen. Und wenn das hier wird lokal sein, wird es unbedingt weniger sein. Aber die Einzelcoachings sind viel billiger, die sind bedrukt sind die 180 Euro. Das ist auch für uns viel Geld. Das heißt, ich sehe auch, das Thema ist, ich frage, wo ist die Beziehung Mindestlohn bejunt und bei uns. Wir haben viel Leid. Ja. Und bei uns wird das, was ich mag, ungefähr ein Mindestlohn, ja, der Berufscoaching. Ja. So, für uns ist das 3 oder 4, ja. Und deswegen die Relation, wo würde man mal sagen, wann wir will, uitgeven Geld, dann ist es optimal. Aber wenn jemand lokal Menschen will, das wird, glaube ich, auf jeden Fall ein Jahr kommen. Ja, das bestimmt. Aber wichtig ist, dass einem das Geld nicht zu schade ist. Ich glaube, dort ist, wo das, wie viele vielleicht auch ein Frauchen sagen, aber check mal ran, mein Alter ist am 30. Krieg betont und am ersten ist das meiste weg. Ja. Man kann schon sagen, dass die Eten für die Männer die einkaufen und dann bleibt es nicht mehr übrig. Ja. Wo sind Menschen dort, ja, muss zur Coaching kommen? Meines Erachtens, wenn die nicht Coaching, man kann das auch Mentoring nennen. Wichtig ist, dass die Person sich beraten lässt. Und dass eine Person hat, die kompetent zu den Lösungen kommen kann. Und wenn man dann, vielleicht macht man, wenn man nu wirklich einen internationalen Coach will, vielleicht macht man sich dann das Geld einmal tippeln oder irgendwie sagen, zu das Geld zu kommen. Aber das lernt sich auf jeden Fall. Und das ganz Wichtigste ist, dass man bereit ist, an sich zu arbeiten. Das, was mir interessant ist manchmal, ich glaube, für seine Sache ist, das habe ich schwer Geld, aber wo wir haben Geld zum Schmacken nehmen, wir können Kredite nehmen für allerhand Luxus, ja. Das Haus das kann ein bisschen schmacken, ein bisschen gratis sein, als was eigentlich braucht sein, ja. Und dort habe ich Geld sogar nicht die Kredite aufzuholen, ja. Und sage, dafür kann das plus Priorität, ne? Ich glaube, beim Coaching, wenn man sich da zum Beispiel Kredit nehmen, das wird sich trotzdem lernen. Der Effekt ist, ab die selbst, du hast einen riesen Profit davon. Die Menschen, die am die sind, haben einen großen Profit davon. Wenn du möchtest, dass du die veränderst, deine Familie und eventuell auch deine Schaft, wenn du einen hast. Du weißt ganz, du kannst anders drehen, du kannst anders managen. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, dass wir uns nicht an zweite festbieten, sondern dass wir an zweite annehmen und dadurch wir dann auch Wasser. Aber wichtig ist, was Priorität hat, was ich am Anfang gesagt habe, ist, sich aufmachen und lernen wollen. Ja. An sich arbeiten wollen. Ja. So, man kann sagen, Coaching ist eine Inversion in sich selbst. Ja, así mismo. Das erinnert mich weiter an diesen einen Redner, auch geschrieben, wo ich, das sind wahrscheinlich von der
rijkste Geschäftsmann op de Welt van deze dag, een christelijke Geschäftsführer. Wat van 24 jaar, aber 24 Jahre konnte ich noch nicht lesen, nicht schreiben. Nicht. Und du dachtest das mal einmal ab. Ja, die beziert sich, ich mit 24 Jahren, die beziert sich und dann hat er am Finger gehabt, hat nach einer Rückfahren. Und die fangen an, Coaching zu nehmen, die fangen an, sich belehren zu lassen, fangen an zu lernen, selbst viel Bücher zu lesen und so weiter. Und ganz besonders auf die Bibel, ich habe da mal viel Zeit in der Bibel nennen und so weiter. Und haben nachher ein mega geschafft, gedreht, ist ein von seinen Idol, Video, was die Menschen sagen, aber mir stehen die Menschen, dass sie nicht mehr in der Arbeit gewöhnt haben. Ja. Und wahrscheinlich wird er auch durch gekommen sein, aber nicht ganz. Aber eine Sache, was ich bei einer Konferenz sagte, dass diese Frage gestellt wird, was ist der beste Stelle, was ist der beste Geschäft, wo ich kann bei dieser Zeit meine Inversion merken, mein Geld nicht stoppen, dass mir das beste Resultat geben kann. Und dann sagt er darauf, diese Antwort wird die nicht gleiche, wahrscheinlich gleiche nicht. Und der wenigste würde wahrscheinlich annehmen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für uns auch. Und in dem Rot, was er am Jahr wird hier in sich selbst. Ja. En zijn verstand en zijn hart door de inversie is niet te stoppen. En dat is een zaak wat we alle bijna wassen kennen. Dus dat is vooral eerst al zeggen, het levensproces, waar we in ieder geval mochten te merken, daadwerkelijk in het leven aan te wandelen. En hiermee komen we heel langzaam bij het einde van ons programma hier van de Europa. So, hast du noch ein Wort hast für unseren Tätigkeit? Of je dat nu Coaching oder Mentoring oder für immer ich glaube, wichtig ist, dass wir, so wie gesagt, das lernen, dass wir uns aufmachen und mit jemandem reden. Weil das nu als eine Gruppe oder persönlich, ich würde das auch persönlich vertragen, wann es tiefgehend soll sein. Ja, das würde ich dir auch mitmerken. Und um das wirklich wichtig zu leiden, mache ich als einen Tipp anladen, noch ein Gebet einfach später, den himmlischen Vater abhängen, um Frau uns zu wiesen. Wer vielleicht kann uns Coach sein oder wem wir Coach können. Bitte mal als Tipp. Herr Jesus, wir danken dir für diese Gelegenheit von dir, wir danken dir für diese Terre und wir danken dir für das, was wir hier haben von dir, und hier in Lehre. Und wir beten, dass du uns helfen, das zu sein, wo wir stehen. Herr, brauche ich einen Coach, brauche ich Personen, die in meinem Leben anreden, brauche ich eine spezifische Person, Herr. Und wer ist diese Person? Help mich, dich zu finden, Herr Jesus, damit ich kann wachsen in meinem Glauben und auch in die Sachen, die Gute, die du mir gegeben hast, damit ich dich richtig anwenden kann und den Recht du dich abbauen, Herr Jesus, das bitte ich in deinem Namen. Amen. Amen. Dankeschön, Ronald, für die Zeit nehmen wir schein, dass du kannst dabei sein. Und auch die, liebe Zuhörer, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch wieder Gottes Segen, einen schönen Weg. Wir sehen uns Gott wel, war der nächste Weg. Dienstag hier, Tumm Teré und Martin. Record Electric e Inverfin auspiciaron